Ein riesiges Containerschiff kann so lang sein wie 4 Fußballfelder. Es transportiert über Jahrzehnte Millionen Tonnen Fracht über alle Ozeane der Welt. Doch eines Tages ist auch das größte Schiff am Ende. Und dann verschwindet es nicht einfach im Meer. Es fährt aus eigener Kraft ein letztes Mal los, mit voller Geschwindigkeit, direkt auf einen Strand zu. Dort wird es von Menschen mit bloßen Händen und Schneidbrennern in Stücke zerlegt. Die meisten Menschen denken, ein altes Schiff werde einfach verschrottet, so wie ein altes Auto. Doch was wirklich mit diesen Stahlriesen passiert, ist eine der gefährlichsten und kaum bekannten Arbeiten der Welt. Und obwohl jeder von uns täglich von diesen Schiffen abhängt, weiß kaum jemand, dass es ihren letzten Ort überhaupt gibt. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir klären, warum ein noch funktionierendes Schiff überhaupt sterben muss. Wir analysieren, warum man diese Giganten ausgerechnet mit Vollgas auf einen Strand fährt. Und wir reisen an die Küsten, an denen ganze Schiffe ohne große Maschinen von Hand auseinandergenommen werden. Wenn du wissen willst, wohin die größten Schiffe der Welt am Ende verschwinden, dann abonniere jetzt den Kanal. Beginnen wir mit der wichtigsten Frage. Warum wird ein Schiff überhaupt aufgegeben, obwohl es noch fahren kann? Der Grund ist fast nie ein einzelner Defekt, sondern das Alter selbst. Ein großes Handelsschiff hält im Schnitt etwa 25 bis 30 Jahre durch. Mit der Zeit nagt das Salzwasser unaufhörlich am Stahl und der Rumpf wird langsam dünner und schwächer. Gleichzeitig wird die Technik veraltet und neue Umweltregeln verlangen sauberere, sparsamere Schiffe. Dazu kommt eine Art großer Pflichtcheck für Schiffe. Etwa alle 5 Jahre muss ein Schiff gründlich überprüft und in einem teuren Trockendock instand gesetzt werden, damit es überhaupt weiterfahren darf. Schon eine einzige große Überholung im Dock kann Millionen kosten. Bei einem alten Rumpf wird dieser Check irgendwann so teuer, dass er sich nicht mehr lohnt. Irgendwann kostet ein altes Schiff also mehr an Wartung, Treibstoff und Prüfungen, als es noch einbringt. Genau in diesem Moment ist es für seinen Besitzer mehr wert als toter Stahl, denn als fahrendes Schiff. Oft wird es dann an spezielle Zwischenhändler verkauft, die es für seine allerletzte Reise sogar noch einmal umflaggen lassen. Wie viele Schiffe in einem Jahr sterben, hängt dabei stark vom Stahlpreis ab. Ist er hoch, lohnt sich das Abwracken besonders und die Strände füllen sich. Insgesamt enden jedes Jahr weltweit mehrere hundert große Schiffe auf genau diese Weise. Und jetzt kommt das, was kaum jemand erwartet. Ein Schiff dieser Größe lässt sich nicht einfach aus dem Wasser heben. Es gibt fast nirgendwo Kräne oder Docks, die ein Gewicht von vielen 10.000 Tonnen tragen könnten. Also nutzt man den einzigen Motor, der stark genug ist: das Schiff selbst. Und hier kommt ein Detail ins Spiel, das diese Strände erst möglich macht: der Tidenhub. An den großen Abwrackstränden steigt und fällt das Wasser zwischen Ebbe und Flut um über 10 Meter. Einer der größten Unterschiede der Welt. Man wartet also auf die höchste Flut des Monats. Dann nimmt der Kapitän ein letztes Mal volle Fahrt auf und rammt das Schiff mit Absicht auf einen flachen Strand. Der gewaltige Schwung treibt den Rumpf so weit wie möglich aufs Land. Der Aufprall eines solchen Kolosses lässt den Boden erzittern und das Schiff schiebt sich oft hunderte Meter weit in den weichen Schlamm. Wenn die Flut sich zurückzieht, liegt der Koloss frei auf dem Schlamm, bereit zerlegt zu werden. Diese Methode nennt man das Stranden und sie ist bis heute der häufigste Weg, ein großes Schiff zu beenden. Diese letzten Reisen enden fast alle am selben Teil der Welt. Der mit Abstand größte Schiffsfriedhof liegt in Indien, an einem langen Küstenstreifen namens Alang. Weitere riesige Abwrackstrände gibt es in Bangladesch und in Pakistan. An diesen Küsten liegen oft Dutzende gestrandeter Schiffe gleichzeitig nebeneinander. Allein in Alang wird über die Jahre ein großer Teil aller weltweit verschrotteten Schiffe zerlegt. Und es geht um gewaltige Mengen Material. In einem einzigen großen Frachter stecken oft mehrere 10.000 Tonnen Stahl. Der Grund für diese Konzentration ist einfach: hier sind die Löhne niedrig, die Vorschriften locker und die Nachfrage nach Stahl riesig. Was in reichen Ländern teuer und streng reguliert wäre, lässt sich hier billig und mit reiner Muskelkraft erledigen. So wurden diese Strände zum Endpunkt für einen Großteil der weltweiten Handelsflotte. Die eigentliche Arbeit beginnt, wenn das Schiff im Schlamm liegt. Es gibt hier kaum schwere Maschinen, keine großen Hallen, keine automatischen Anlagen. Stattdessen klettern hunderte Arbeiter mit Schneidbrennern direkt auf den Stahlriesen. Zuerst fallen die Aufbauten, die Brücke und die Kabinen. Dann arbeiten sich die Trupps Deck für Deck nach unten, bis am Ende nur noch der nackte Rumpf im Schlamm liegt. Sie schneiden ihn von oben nach unten in immer kleinere Stücke, Platte für Platte. Es gibt keine großen Kräne, die die schweren Platten sanft herablassen. Riesige Stahlteile von vielen Tonnen werden einfach nach unten in den Schlamm gekippt. Andere Brocken werden mit dicken Seilwinden Stück für Stück den Strand hinaufgezogen. Weitere Arbeiter zerren kleinere Teile mit Seilen und schierer Körperkraft hinterher.
Ein einziges großes Schiff kann auf diese Weise viele Monate Arbeit für ein ganzes Heer von Menschen bedeuten. Am Ende bleibt von einem ganzen Ozeanriesen nur ein leerer Fleck im Schlamm. Und genau hier liegt die dunkle Seite dieser Geschichte. Das Abwracken von Schiffen gilt als eine der gefährlichsten Arbeiten überhaupt. Über den Arbeitern hängen tonnenschwere Stahlplatten, die ohne Vorwarnung abreißen können. In den Tanks bleiben oft Reste von Treibstoff und Gas zurück, die sich beim Schneiden entzünden und explodieren. Eigentlich muss ein Schiff vor dem Aufschneiden offiziell als gasfrei bestätigt werden. Doch unter Zeitdruck wird dieser Schritt immer wieder übergangen, mit verheerenden Folgen. Dazu kommen giftige Stoffe wie Asbest und alte Öle, die direkt in den Sand und das Meer gelangen. Schwermetalle und Chemikalien sickern in das flache Wasser und landen über die Fische am Ende wieder beim Menschen. Viele Arbeiter haben kaum Schutzkleidung und keine schweren Sicherheitsvorkehrungen. Die meisten von ihnen sind junge Männer aus den ärmsten Regionen des Landes, die für wenige Euro am Tag genau dieses Risiko auf sich nehmen. Schwere Unfälle und langfristige Gesundheitsschäden sind hier bittere Normalität. Der Preis für das billige Zerlegen dieser Schiffe wird also von Menschen und Umwelt zugleich bezahlt. Bei aller Gefahr steckt in dieser Arbeit aber auch eine erstaunliche Logik. Denn ein altes Schiff ist vor allem eines: ein gigantischer Vorrat an wertvollem Stahl. Fast das gesamte Schiff wird wiederverwertet, oft weit über 90% seiner Masse. Der herausgeschnittene Stahl wird eingeschmolzen und zum Beispiel zu Baustahl für neue Gebäude. Manche Stahlplatten werden sogar direkt in nahegelegene Walzwerke gebracht und ohne Umweg zu Baustahlstäben für Beton ausgewalzt. In Ländern wie Bangladesch deckt dieser Schiffsstahl sogar einen großen Teil des gesamten Stahlbedarfs. So wird aus einem ausgedienten Schiff am Ende buchstäblich neuer Baustoff für ganze Städte. Selbst die Inneneinrichtung wird verkauft. Motoren, Möbel, Kabel, Türen, sogar das Geschirr aus der Kombüse. Rund um die Abwrackstrände sind ganze Märkte entstanden, auf denen man all diese Dinge kaufen kann. Von Rettungsbooten über Kühlschränke bis zu schweren Schiffsschrauben. Für eine ganze Region hängen so tausende Arbeitsplätze an den sterbenden Schiffen. Ein Abwrackstrand ist damit weniger ein Friedhof als ein riesiger, brutaler Recyclinghof. Langsam beginnt sich dieses System zu verändern. Internationale Regeln sollen das wilde Stranden zurückdrängen und durch sicherere Verfahren ersetzen. Es gibt inzwischen offizielle Listen geprüfter Abwrackwerften, auf denen Reedereien ihre Schiffe entsorgen sollen. In modernen Anlagen wird ein Schiff nicht mehr in den Schlamm gefahren, sondern an festen Kais oder in Docks zerlegt. In der Türkei etwa zerlegt man Schiffe an befestigten Plätzen, auf denen kein Gift einfach im Meer versickern kann. Dort kann man auslaufende Stoffe auffangen und die Arbeiter deutlich besser schützen. Doch solche Anlagen sind teurer und solange das Stranden billiger bleibt, weichen viele Reedereien weiter auf die offenen Strände aus. Es ist also derselbe Konflikt wie so oft. Sicherheit und Sauberkeit gegen den niedrigsten Preis. Zum Schluss ein Gedanke, der diese Strände in einem anderen Licht zeigt. Jedes dieser rostenden Wracks war einmal ein technisches Wunderwerk. Ein schwimmender Stahlberg, der jahrzehntelang Stürmen, Wellen und dem ewigen Druck des Meeres getrotzt hat. Vieles, was du im Alltag benutzt, ist über genau solche Schiffe einmal um die halbe Welt gereist. Das Handy in deiner Hand, das Auto vor deiner Tür, die Kleidung in deinem Schrank, fast alles kam irgendwann über einen dieser Stahlriesen. Und am Ende wird derselbe Stahl, der über die Ozeane fuhr, vielleicht zur Stütze in einem Haus, in dem Menschen wohnen. Die Frage ist also nicht nur, wohin die größten Schiffe der Welt zum Sterben fahren, sondern auch, wie viel von dem, was wir für Müll halten, in Wahrheit nur am Anfang seines nächsten Lebens steht. Schreib mir in die Kommentare, was dich an diesen Stahlstränden am meisten überrascht hat. Wir sehen uns beim nächsten Kern der Dinge.